Dies ist eine Reise ins Abenteuer. Unvergleichliche Momente und Bilder, die man nie mehr vergisst. Mit dem Zug durch südliche Afrika, da, wo es am schönsten ist. Erleben Sie mit uns eine Traumreise auf Schienen. Durch atemberaubende Landschaften schlängelt sich der historische Sonderzug African Explorer. Insgesamt 3600 Kilometer wird er bei dieser Reise zurücklegen. Sein Weg führt von Kapstadt in Südafrika nach Windhoek in Namibia und hinauf bis zum Etosha Nationalpark. Der Sonderzug ist 2 Wochen lang das rollende Zuhause für 68 Reisende. Die 31 Crewmitglieder sorgen dafür, dass die Reisenden an Bord auf nichts verzichten müssen. Entlang der Strecke warten spektakuläre Abenteuer und unvergleichliche Naturerlebnisse. Genießen Sie die Weite, aber auch die Nähe dieses wunderbaren Kontinents. Heben Sie mit uns ab und tauchen Sie mit uns ein in diese unbekannte Welt Afrikas mit dem Zug. Erst heute Morgen ist der African Explorer von einer langen Reise in Kapstadt angekommen. Gerade richtet die Crew den Zug für die nächste Fahrt wieder her. Marcel, funktioniert der Kühlschrank? Zu 100%. Sehr gut, super. Super. Die Bar ist bereits aufgefüllt. Hier ist meine Auswahl an Spirituosen und wir machen hier auch Kaffeespezialitäten wie Espresso. Zugmanager Senele und sein Team sind hoch motiviert. Ja, ich genieße das. Es macht Spaß. Ich mag es, mich mit den Gästen zu unterhalten, bloß nicht über Politik. Da halte ich mich zurück. Denn das geht garantiert schief. Aber ich sorge für ein Lächeln. Ja, jetzt habe ich meinen Kontrollgang gemacht vom einen Ende des Zuges bis hierher. Jeder hat viel zu tun. Und während der African Explorer im Depot des Bahnhofs von Kapstadt fit für die nächste Reise gemacht wird, sind einige der Gäste schon angekommen, um vor der Abfahrt heute Nachmittag die Stadt zu entdecken. Zum Beispiel den Signal Hill. Der Aussichtsberg ist das erste Ziel von Yvonne Zermin und Jeanette Hartmann aus Berlin. Die beiden Freundinnen sind begeistert von der herrlichen Kulisse. Nicht runterfallen? Nee, wir fallen nicht runter. Das Foto im Rahmen mit dem Tafelberg ist das Motiv hier oben. Gut. Super, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Soll ich noch mal welche von dir machen? Alleine? Sag mal. Noch mal. Im Sitzen vielleicht noch mal? Super. Sehr schön. Für Jeanette und Yvonne hat sich mit dieser Reise nach Südafrika ein Traum erfüllt. Ist da auch noch eins? Sie genießen jede Sekunde. Super schön. Wir sind Also so wir haben glücklich. so ein Glück mit dem Wetter, das ist unglaublich. Gestern war es noch so windig und heute haben wir schönsten Sonnenschein und ganz windstill. Besser, glaube ich, kriegt man die Kulisse vom Tafelberg gar nicht hin. Afrika mit dem Zug, ihr Traum. Ja, das erste Mal. Ja, das erste Mal und wir freuen uns auch sehr. Ja, schon ein paar Mal geplant eigentlich, ne? Und irgendwas ist dann immer dazwischen gekommen und dieses Jahr hat es endlich geklappt und wir sind super happy. Und gleich wird's super spannend, denn Yvonne will sich hier einen Herzenswunsch erfüllen. Ja, Ja, ich werde gleich noch Gleitschirm springen. Ah ja, und warum? Keine Ahnung, sieht man ja auch immer mal Bilder im Fernsehen und ich habe das vor ein paar Jahren schon mal so ein bisschen geplant und da hat es aber wettertechnisch nicht geklappt und ehrlich gesagt habe ich mich auch nicht getraut. Aber heute? Ja, heute bin ich mutig. Und wir sind gespannt, weil es sieht ja so einfach aus, kostet aber eine gehörige Portion Überwindung. Unten an Kapstadts Einkaufsmeile sucht Chefreiseleiterin Anke Rüsch derweil nach passenden Geburtstagsgeschenken für die neuen Reisenden. Es darf nicht zu schwer sein für den Koffer, ne? Und muss nicht nur mir gefallen. Ne? Sie hat da so ihre Erfahrungen.
Wir haben irgendwann mal, da hatten wir 3 Geburtstagskinder, denen habe ich Schals gekauft und die kannte ich dann schon und die passten genau zu deren Charakter. Die haben sich so gefreut, die Leute. Ne? Das war richtig schön, das hat mir Spaß gemacht. Ne? Aber jetzt muss ich halt mal gucken, das ist auch ganz schön hier. Ja, oder dies, oder das. Alles sehr schön bunt hier. Die sind auch schön. Da gibt es ja nur alles Mögliche und da kann man alles reintun. Oder man kann die auch schön in den Schrank stellen, die sind auch nicht so schwer für einen Koffer. Ich glaube, davon könnte ich was mitnehmen. Kommt auch gut hin vom Preis. Die ist hübsch. Und so hat Anke den ersten Teil des Einkaufs schon erledigt. Nun sucht sie nach handfesterem, alkoholfreiem Bier als Vorrat, denn unterwegs kann man das nicht kaufen. Wir müssen hier den gleichen Weg wieder zurück und dann da unten quasi in die Waterfront rein. Und da unten in den Supermarkt gehe ich. Da ist alles am schnellsten zu kriegen. Zwar nicht das billigste Pflaster hier, aber das spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Die gebürtige Cuxhavenerin kennt sich fast überall auf der Welt gut aus. Seit 34 Jahren ist sie Reiseleiterin. Im Sonderzug herrscht Ruhe vor dem Sturm, oder besser gesagt Ansturm. Er wird das rollende Hotel für die Gäste sein. Top ausgestattet von der großen Crew, die Zugmanager Senele jetzt einschwört. Sind wir alle gut drauf? Sind wir alle gesund? Sind wir bereit für die Abfahrt? Ja? Ah, du nicht? Das ist dann dein Problem. Im Ernst, Leute, wir sind alle voller Energie, bereit für die Reisegruppe. Das Wichtigste heute sind die Anlieferungen. Wir bekommen die Tischwäsche und die Bettwäsche geliefert. An die Köche. Das Fleisch und die Früchte kommen auch heute. Und später müssen wir noch das Gemüse bestellen. Die meisten der Mitarbeiter sind schon lange dabei und kennen sich mit den Wünschen der Gäste genauso gut aus wie mit den Widrigkeiten der afrikanischen Steppe. Zugmanager Senele weiß, dass er sich voll und ganz auf sein Team verlassen kann. Die Stimmung ist prima, obwohl viele aus der Crew schon wochenlang weg von zu Hause sind. Zurück an Kapstadts Hafenmeile, die sogenannte Waterfront. Hierhin zieht es vor der Abfahrt auch Thomas Geissert und Peter Müller aus dem hessischen Langen. Wie wär's denn mit einem Erinnerungsfoto? Peter, jetzt setze ich mal in den Rahmen. Ladies, would you do a photo with me? Yeah. There? Okay, yeah? Okay, go ahead. Let's get them off. Yeah, there, sure. Kontakte sind hier schnell geknüpft. Die Menschen haben ein offenes Wesen. Come here. Und sofort ist Peter der Hahn im Korb. Müller ist echt eine Rampensau. Ja, aber alles im Rahmen. Fertig? Yeah, thanks. Schon prominent. Die Mädels. Oh, sorry. Die beiden munteren Hessen sind in Urlaubsstimmung und freuen sich, dass der African Explorer noch heute losfahren wird. Die Zugreise, die finde ich als begeisterter Zugfahrer super, weil ich muss nicht selbst fahren. Und sehe die Etosha-Pfanne, sehe die größte Düne der Welt, also ist alles gut. Wir fahren immer Zug, in jedem Urlaub. Das ist schon egal. Egal, ob wir einen Trip durch Indien machen oder in Sri Lanka, irgendwie sitzen wir immer mal im Zug und ja, man erlebt einfach die Landschaft ganz anders. Peter und Thomas kennen Kapstadt von früher. Vor vielen Jahren waren sie schon einmal hier. Jetzt gibt es viel Neues zu entdecken. Und Thomas hat einen Plan. Schatz. Das Riesenrad mit komfortablen Gondeln. Es gibt sogar eine VIP-Lounge. Aber Peter zögert. Auf. Denn es gibt ein riesiges Problem. Das Problem steht neben mir. Peter hat so dermaßen Höhenangst. Also mir zittern die Knie jetzt schon. Ja. Das ist nicht scherzig. Und selbst so, ich mach das aber jetzt los. Komm, wir lass es darum. hinter uns bringen. Wirklich 40 Meter hoch? Am Signal Hill hat sich Yvonne aus Berlin vorgenommen, mit dem Gleitschirm zu fliegen. Robert Smith fliegt mit ihr. Hello, hi. Here we are again. Also wenn wir abgehoben haben, können wir nach links und rechts fliegen. Wie weit muss sie rennen? Wir starten hier und rennen direkt darunter, bis der Schirm in der Luft ist. Wo werden wir landen? Da hinten. Kannst du das große gelbe Gebäude sehen? Dahinter ist ein graues Haus, dort landen wir.
Und kommt jetzt die Angst? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wenn ich hier oben stehen würde, würde ich ein bisschen Muffensausen bekommen. Aber nee. Aber warten wir erst mal bis 1 Minute vorher. Also. Das machst du und ich freue mich sehr. Na, mal schauen. Der Wind hilft ihm aufzublähen. Sobald das passiert ist, ziehen wir ein Seil. Das Allerwichtigste ist, du musst immer weiter rennen, nicht stehen bleiben. Es ist gar nicht so viel zu beachten. Es hat sich jetzt relativ einfach angehört, aber das Wichtigste ist, glaube ich, Rennen. Rennen und nicht aufhören, bis man eben keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Das klingt entschlossen. Freundin Jeanette ist vorsichtiger. Sie will das Ganze lieber dokumentieren. So, nochmal ein Erinnerungsfoto, solange du noch heil bist. Sehr schön. As long as I'm still alive, just a photo. Kannst du dann meinen Rucksack mit runternehmen? Ja, also, ich drücke dir die Daumen. Super. Bis später. Bis später. Viel Spaß. Und wie geht es jemandem, der so kurz vorm Abgrund steht? Also immer noch ganz gut, aber schon, ich glaube, wenn ich an der Kante stehe, wird es schon ein bisschen aufregender werden. Und ich darf nicht vergessen zu rennen. Vor Schreck. Okay. How are you feeling? Gut. It's good. Ich lege mein Leben in die Hände der Menschen, die ich seit 5 Minuten kenne. Jahrelang hat Yvonne davon geträumt, mit dem Gleitschirm zu fliegen. Und jetzt kommt man doch ins Grübeln. Es gibt aber kein Zurück mehr. Ist ja auch Ehrensache. Währenddessen ist Freundin Jeanette am Landepunkt angekommen. Wenn sie schon nicht gemeinsam mit Yvonne springt, dann will sie den Moment wenigstens mit der Kamera festhalten. Auch echt hoch. Also Höhenangst darf man nicht haben. So ein bisschen fängt es an. Ich glaube, wenn ich dann erstmal an dem Ding dranhänge und nicht mehr weg kann, dann wird es ein bisschen aufregender. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ich bin da jetzt nicht so unbefangen wie Ivi. Sonst hätte ich ja auch sofort geschrien, ich will. Aber ich gucke mir das jetzt erstmal an und dann mal schauen. Aber sie soll das jetzt erstmal machen. Das war ja auch ihr Traum. Ich kann ja auch so tun hinterher auf den Bildern, als wäre ich es gewesen. Währenddessen wird der Sonderzug gerade fit für die Reise gemacht. Zugmanager Senela ahnt nicht, dass gerade seine Frau Mensile eintrifft. Sie will ihn unangekündigt besuchen. Wochenlang haben sie sich nicht gesehen. Eigentlich lebt die Familie in Pretoria. Oh, was für eine Überraschung. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie komme ich denn zu dieser Überraschung? Ich habe ein paar Tage frei bekommen und wollte dich besuchen. Das ist toll. Wie geht es dem Jungen? Ihm geht es gut. Er wollte mitkommen, aber er hat leider Schule. Super, dass du da bist. Lass uns reingehen. Oh, excellent. Let's go inside. It's hot inside, yeah. Und so lernt Mensile auch gleich den Arbeitsplatz und die zweite Heimat ihres Mannes kennen. Viel Zeit werden die beiden jetzt nicht füreinander haben, denn schon in ein paar Stunden soll der Zug seine nächste große Reise antreten. Doch lieber wenig als gar keine gemeinsame Zeit. Was für eine Überraschung, nach so langer Zeit. Ich bin immer weg und freue mich so, dass du gekommen bist. Ja, ich hatte frei und habe beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und dich zu überraschen. Du bist so süß. Tolle Überraschung. Das wird mir die Kraft für die nächste Reise geben. Die Überraschung ist gelungen und die verlässliche Crew wird die nächste Stunde auch mal ohne ihren Manager auskommen. Am pittoresken Hafen von Kapstadt ist Reiseleiterin Anke fündig geworden. Sie hat eingekauft, Dinge, die es unterwegs nicht gibt und die das Leben im Zug noch schöner machen. Blumen, weil das habe ich angefangen letztes Jahr zu meinem Geburtstag. Da habe ich mir so schöne Blumen gekauft und die halten lange und sehen schick aus. Ne? Und, ja. Und Bier, alkoholfreies Bier, weil alkoholfrei trinke ich jetzt schon lange und das macht den Kopf klar am nächsten Tag, wenn man wieder arbeiten muss.
Und das kriege ich schlecht auf den Zug oder sonst wo. Das ist nicht so verbreitet in Südafrika. In Namibia ist besser. Da geht's wieder. Da kann ich es wieder kaufen. Ne? Wer so viel unterwegs ist, muss sich eben ein Stück Heimat mitnehmen. Es muss ein bisschen wie zu Hause sein. Man will sich ja auch, wie gesagt, richtig wohlfühlen. Und ein bisschen was muss ich immer haben, was womit ich mich eingerichtet habe. Und dann ist das schon wie zu Hause. Es ist ja nicht wie zu Hause, es ist eigentlich zu Hause. Seit 34 Jahren ist sie Reiseleiterin und weiß ganz genau, zu Hause ist da, wo man sich wohlfühlt. Am Signal Hill stehen die Zeichen auf Abflug. Yvonne ist bereit für den mutigsten Sprung ihres Lebens. Ihr Traum vom Fliegen ist wahr geworden. Unten hat Jeanette alles im Blick. Wahrscheinlich genießt sie es gerade. Ja, sieht ganz danach aus. Und das kleine Restrisiko ist längst vergessen. Naja, sie wird schon heil ankommen. Ah, jetzt bloß nix beschreien. Es wäre blöd am ersten Urlaubstag. Solange der Flug war, so schnell geht dann die Landung. Gut gemacht. Bloß Jeanette hat verpasst, Fotos zu machen. Das ist ja schade jetzt irgendwie, ne? Yvonne wird's verzeihen, denn das Erlebnis war einzigartig. Ja, das war so schön. Wirklich, es ist unglaublich, wie, so wie easy man so weggleitet. Super schön. Nee, also ich muss eher zugeben, so in den paar Sekunden, bevor es losging, bin ich dann schon so ein bisschen, hat sich der Puls so ein bisschen erhöht, aber danach war es dann einfach echt nur noch schön in der Luft. Also ganz, ganz tolles Erlebnis. Das ist ein guter, gelungener Start auf unseren Trip. Ja. Thank you so much. Hey, good. You're welcome. Derweil wird der historische Zug piekfein hergerichtet, denn den Reisenden soll es unterwegs an nichts fehlen. Stilechte Ausstattung ist das eine, die gute Laune der Crew macht den Service aber erst zu etwas ganz Besonderem. Auch Crewmitglied Kagiso liebt die Musik und er weiß, dass die Gäste nicht nur die Sauberkeit im Zug schätzen, sondern sich auch vom Lebensgefühl Afrikas mitreißen lassen werden. Er hat ein Potpourri nicht nur typischer Musik zusammengestellt. Ja, das kommt von einem Memory-Stick, den wir schon geladen haben. Wir haben darauf Lieder aus allen möglichen Musikrichtungen. Von afrikanisch über europäisch bis hin zu Klassik. Also zum Beispiel Andrea Bocelli. To classic, a little bit of who's that? Andrea Bocelli and all those kind of stuff. So it's already preloaded. Das haben wir alles schon vorbereitet. And that's what plays on both dining cards, including the observation as well. Es gibt eben den großen Wunsch der Gäste, etwas Authentisches zu hören, etwas Afrikanisches. Und so haben wir von allem ein bisschen was. Und auch er hat Spaß daran. Ja, ich liebe es tatsächlich. Zurück bei Thomas und Peter. Das Riesenrad steht bereit. Allein das Einsteigen kostet schon Überwindung. Und was Peter jetzt am wenigsten braucht, sind doofe Scherze seines Mannes. Willst du nach vorne rausgucken? Oder lieber die andere Richtung? Tja, für andere ein Riesenvergnügen. Peter bringt es an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Da hilft nur Galgenhumor. Haben wir das jetzt schon zum Zusammenbrechen gebracht? Oder warum fährt er nicht los? Der Fluchtweg ist versperrt. Die Türen sind geschlossen jetzt. Thomas weiß genau, was der Blick seines Partners bedeutet. Ja, ich kenn ihn so. So sitzt er dann auch im Auto, wenn es kritisch wird. Und fährt auf den Strandstreifen und sagt, wir müssen jetzt ganz schnell Fahrerwechsel machen. Ich kann einfach nicht. Fliegen ist doch überhaupt kein Problem. Und ist doch auch nichts anderes, wenn man aus dem Fenster guckt wie jetzt. Nur das halt. Die Verglasung. Schön, dass du sprechen kannst im Moment. Stille Momente kommen bei den beiden selten vor. Was soll denn passieren? Man guckt hier raus, es ist wunderschön, hat eine geile Aussicht. Ja, alles gut. Wow. Also da jetzt reingucken in dieses Gestell ist das Schlimmste.
ob er weiß, dass Riesenräder gern mal anhalten am höchsten Punkt? Also, dass der jetzt stehen bleiben muss, ist ja nicht unbedingt nötig. Die Aussicht aus 40 Meter Höhe ist toll, sofern man sie genießen kann. Die Knie zittern. Du hast doch gar keine andere Wahl, als hier zu sitzen. Ich bin eingesperrt. Du kannst jetzt nicht runterspringen oder irgend sowas. Der Gondelknast sozusagen. Ja. Wir dürfen bestimmt noch mal so eine Bonusrunde fahren, oder? Ach was, lieber ganz schnell raus hier. Mein Held. Und war gut, oder? War super. War super. Ich muss auf die Toilette. Ich finde, es war ein richtiges Erlebnis, die Sachen von oben zu sehen und die Ferne zu sehen. Ja, das hat man ihm angemerkt. Komm, geh jetzt. Geh jetzt. Auf der anderen Seite des Tafelbergs nutzen Maren Kogge und Dominik Hartmann aus Oberbayern die Zeit für eine Stadtrundfahrt und freuen sich schon auf den Zug. Wir haben eine Busrundreise gemacht. Wir waren mit dem Auto selbst in Island. Ich war mit dem Fahrrad in Kroatien. Zug würde fehlen. Das war einfach unser Topping. Die Reise haben sie von Marens Oma gesponsert bekommen, als Belohnung für die Meisterprüfung als Kirchenmalerin. Zwischenstopp im ehemaligen Sklavenviertel Bo Cap. Gut, wir machen hier vorne eine kurze Stopp. Hier sind die bunten Häuser. Ich würde sagen, nur jedes andere. 10 Minuten Fotostopp. Ob 10 Minuten reichen für all die Eindrücke? Das letzte alte Viertel Kapstadts zieht Maren und Dodo sofort in seinen Bann. Ach, wow. Wow, das ist schon beeindruckend bunt. Das ist schon sehr schön. Aber so unvorstellbar bei uns dürfte man sowas nicht machen, dieses Häuser so bunt anstreichen. Ja, das ist bei uns alles erlaubt. Reiseleiterin Ursula Neithardt weiß auch, der Farbenrausch überwältigt erstmal. Ein bisschen sprachlos, ja. Ich finde es sehr schön. Und Ursula kennt noch viel mehr Geschichten aus Bo Cap. Einmal im Jahr haben die hier eine große Feier. Und das ist die 2. Januar. Wir nehmen das 2. Neujahrstag. Und alle Leute, die hier wohnen, machen nur große Party hier. Aber denkt dann, das ist ein muslimisches Gebiet, so kein Alkohol. Ja. Aber zum Beispiel, die verkaufen alles zum Essen, zum Trinken. Die Kinder kommen raus, die ziehen sich schön an. Und die sind in große Truppen und spielen dann Musikinstrumenten. Und das kommt aus den Zeiten, wo die Sklaven nur einen Tag im Jahr frei hatten. Und das war... Die haben jeden Tag gearbeitet, die haben einen Tag frei gehabt. Und das war die 2. Januar. Und wir haben das bis jetzt behalten. Das ist ein schöner Brauch. Nur in Kapstadt haben wir die 2. Januar frei. In Johannesburg mussten die ins Arbeit. Aber wir feiern hier. Und die machen dann auch, wir kommen alle auch, ne? Und feiern mit. Das ist fantastisch. Die spielen und laufen vorbei. Könnt ihr jetzt riechen? Ja, ja, die Gewürze. Curry. Curry. Nach Curry, ja. Curry liegt in der Luft. Währenddessen nimmt Aubrey Peterse, der Chefkoch des African Explorer, wichtige Fracht entgegen. Tiefkühlkost. Während der langen Reise unter Afrikasonne ist dies die einzige Methode, das Fleisch hygienisch und sicher aufzubewahren. Bevor die Lieferung an Bord kommt, wird sie peinlich genau kontrolliert. Und das sollte bei diesen Temperaturen schnell gehen. Wir schauen uns als erstes den Bestand an. Wir haken ab, was wir haben. Dann kommt es rein. Aber zum Überprüfen legen wir es hier draußen erstmal hin. Die Mitarbeiter müssen sich beeilen, denn lange dürfen die Lebensmittel nicht in der Sonne liegen. Und so packen viele mit an. Was einwandfrei ist, wird abgehakt. Das ist zum Zählen. Die Köche des Zugs haben die Waren ausgesucht. Aber nicht immer wird das geliefert, was bestellt wurde. Manchmal kommen auch die falschen Sachen. Dann müssen wir es nochmal überprüfen. Und manchmal ist ein Teil schon aufgetaut. Doch alles muss immer gefroren sein. 3-mal am Tag gibt es frisch zubereitete Mahlzeiten an Bord. Dafür sind hunderte Kilo Lebensmittel nötig. Diese Ladung wird also bei weitem nicht für die bevorstehende 15-tägige Reise reichen.
Im malerischen Kapstädter Viertel Bo-Kap ist das junge Pärchen Maren und Dominik unterwegs. Beide saugen förmlich die faszinierenden Geschichten dieser Gegend auf, die ihnen Reiseleiterin Ursula erzählt. In Bo-Kap leben viele Muslime und die pflegen ihre Traditionen und feiern. Eines interessiert das junge Pärchen besonders. Und Hochzeiten sind für die muslimischen Leute, die hier wohnen, Nummer 1. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, wenn man hier am Wochenende kommt, ist es oft der Fall, du siehst dann in die Straßen hier zwischen die schönen bunten Häuser Braut, weil die Frauen sind immer getrennt von den Männern. Ne? Die Braut zusammen mit den Blumenmädchen und die Kinder, die laufen einfach in die Straßen rum. Und das ist echt schön. Wir können wunderbare Fotos machen. Oder auch wunderbar heiraten. Ihr könnt das machen, ihr könnt das machen. Wir können hier auch heiraten, tatsächlich? Das ist ja mal ein Angebot. Ach, tatsächlich? Wartet Maren etwa schon auf den Antrag? Ja, das ist immer so ein Ding, ne? Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich dann sage, wenn er fragt, soll ich dir was zum Einkaufen mitbringen und ich mache so. Nee, ich brauche gar nichts. Das mache ich noch nicht. Aber bald. Ich wäre jetzt nicht abgeneigt. Ich weiß. Tja, dann wäre doch jetzt auf dieser wunderbaren Reise doch die passende Gelegenheit. Aha, vielleicht, ja. Er vergrabt den Ring nicht in der Wüste oder so. Magst du nicht auskleben? Nicht, dass du irgendwas Falsches ausklebst. Eine kleine Spinne. Das ist in letzter Zeit jeder aufs Heiraten anspricht. Verrückt, ja? Ja. Schluss, anderes Thema. Cut. Gut. Ein bisschen Entspannung tut jetzt auch Peter und Thomas an der Waterfront gut. Nachdem Peter vorhin seine Höhenangst überwunden hat, kommt ein Café gerade recht, weiß sein Partner Thomas. Die beiden Männer sind ein eingespieltes Team seit vielen Jahren. 2003 haben sie sich verpartnert. Richtig offiziell heiraten könnten sie jetzt auch, aber um dieses Thema machen auch sie bisher einen Bogen. Unzertrennlich sind sie aber ohnehin. Ich bin der Schweigsame. Super strukturiert und ordentlich. Ja. Ordentlich, aber auch strukturiert. Unordentlich stimmt auch nicht. Ich glaube, nach 23, 24 Jahren, die wir uns kennen, fallen einem die Unterschiede auch, glaube ich, nicht mehr so auf. Nicht mehr so wirklich auf. Naja, alte Ehepaare ähneln sich im Laufe der Zeit ja sowieso irgendwie nicht nur optisch aneinander an. Du meinst, weil wir die gleiche Stärke haben von der Lesebrille, genau. Weil wir alles zusammen machen. Wir sind seit 23 Jahren zusammen und machen fast alles zusammen. Ja. Das klingt traumhaft. Also ich denke, ja, wir haben Glück miteinander. Seneles Frau ist wieder abgereist und er auf seinem letzten Rundgang durch den Zug. Auf meinen Runden muss ich gut aufpassen. Ich muss alles sehen. Der Zugmanager schaut in jedes Abteil, in jede Ecke. Alles soll perfekt vorbereitet sein für die Gäste. Und alles muss funktionieren, wenn gleich die Reise beginnt. Seinen geübten Augen entgeht nichts. Kein Staub, keine Unordnung. Das ist Teil meiner Aufgabe. Stell dir vor, du als Gast findest Staub oder Schmutz, der vorher nicht gefunden wurde. Das wäre nicht gut. Also versuchen wir alles aus der Perspektive des Gastes zu sehen. Es ist schön, in einen ordentlichen, sauberen Raum zu kommen. Im African Explorer soll sich jeder wohlfühlen. Der historische Zug stammt aus den 1930er Jahren. Holzvertäfelt und stilvoll. Der Standard des rollenden Hotels entspricht einer gehobenen Sterneunterkunft. Nix defekt, nichts zu reparieren? Funktioniert auch die Klimaanlage? Ja, der Strom ist aus, aber gleich wird alles angestellt und wir schauen, ob alles klappt. 100% perfekt. 100%. Alright, good. Ein bisschen Müll liegt noch am Anfang bei den Wagen. Und da ist auch ein Paket, das du mitnehmen kannst.
Good. All right. In manchen Abteilen lebt die Eleganz der alten Zeit auf. Der African Explorer ist top restauriert. Das ist unsere Lounge. Wir kümmern uns noch um alles, die Bücher und so weiter. Senele hat nichts Gravierendes entdeckt. Bis jetzt. Okay, du änderst das? Sehr gut. Was ist hier passiert? Kaputtes Glas. Das sieht nicht gut aus, so kurz vor der Abfahrt. Wahrscheinlich ein Steinschlag. Ich rufe die Handwerker, die es dann austauschen werden. Soll ich vielleicht ohne Sonnenbrille? Die letzten Stunden vor der Abfahrt. Die beiden Singlefrauen Yvonne und Jeanette genießen sie am Strand. Und ich habe gerade schon gemerkt, das Wasser ist sehr kalt. Aber es ist cool, oder? Es ist total schön. Aber Augen auf beim Fotoshooting. Nicht, dass sich das stylische Outfit rächt. Ich habe ein bisschen rutschige Flipflops an. Wer schön sein will, der muss eben auch mal rutschen. Aber auch Yvonne posiert gekonnt wie für einen Modekatalog. Ja, das sieht super aus. Andere Seite? So rum, von hinten genau und dann über die Schulter gucken. Das finde ich gut. Genau, perfekt. So, ja. Total schön. Super. Yes, baby. Sehr schön. Und nicht von der Klippe gefallen. Klasse, trotz Flipflops. Echt schön hier. Tja, und das ist erst der Beginn. Noch viele tolle Plätze warten auf die beiden. Zurück am Zug. Die Handwerker sind bereits dabei, die kaputte Scheibe auszutauschen. Das muss jetzt schnell gehen, so kurz vor der Abfahrt. Erstaunlich, wie fix sie für Ersatz sorgen konnten. Wir haben das in unserem Depot, viele verschiedene Gläser. Wir haben die dann auch dabei auf unseren Touren. Alles Wichtige muss an Bord sein, bei so einer Reise. Das ist sehr wichtig für uns, weil manchmal muss es schnell und möglichst effektiv gehen. Denn wenn eine Scheibe kaputt geht, kommt Schmutz und Staub in den Zug. Und wir wollen ja, dass die Gäste jederzeit glücklich und zufrieden sind. Es sind viele Hände nötig, damit die lange und abenteuerliche Reise ordnungsgemäß starten kann. Na dann, auf guten Durchblick. Gerade betreten Stefan John und Elke Winterstein das Gebäude der Eisenbahngesellschaft. Auch sie werden gleich die Reise mit dem African Explorer antreten. Erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Erstmal Spaß haben. Elke kommt aus Bamberg, Stefan aus dem hessischen Bad Nauheim. Früher waren sie ein Paar, heute fahren sie als gute Freunde in Urlaub. Sehr stilvoll. Ja. Kommt hier ein Stück vor. Der Gründer von Rovos Rail, ein südafrikanischer Unternehmer, hat Stil und eine große Liebe zu alten Eisenbahnen, die er vor dem Verschrotten gerettet und wieder tipptopp instand gesetzt hat. Neugierig auf ihren Zug sind alle Gäste, vor allem aber Stefan. Er ist seit vielen Jahren ein begeisterter Eisenbahnfan. Ja, also ist schon sehr aufregend, wenn ich sowas sehe. Und vor allem, wenn ich dann höre, wie die innen drin aufgebaut sind. Ich meine, so eine Luftaufnahme sieht man natürlich später nicht, deswegen habe ich das Bild mal fotografiert. Das ist schon beeindruckend und ich bin total gespannt, was nachher passiert und wie es aussehen wird. Persönliche Begrüßung der Reisenden durch Rovos Rail-Chef Rohan Voss. Einer, den wir schon kennen, wird besonders gewürdigt. Wir möchten Ihnen gerne unseren Zugmanager vorstellen. Wir haben schon gehört, Senele ist der Zugchef. Ein klein wenig verlegen lächelt er, aber Senele weiß, auch diese Gruppe wird er schon bald sehr gut kennen und sich ab sofort um alle kümmern. So langsam steigt das Reisefieber. Gut, dass der Zug gerade in den Bahnhof einfährt. An Bord duftet es schon. Chefkoch Aubrey Peterse bereitet das Essen vor. Es ist eine südafrikanische Spezialität, eine Art Auflauf mit einer Vielzahl verschiedener Aromen und Gewürzen, wie Kardamom und Kurkuma und Zimt und anderen indischen Gewürzen.
Die Bordküche ist eng, aber professionell ausgestattet. Schließlich werden die 68 Gäste und natürlich auch die Crewmitglieder täglich mehrmals mit warmem Essen versorgt. Was dem Chefkoch besonders am Herzen liegt: Die Gäste sollen auch eine kulinarische Rundreise durch das südliche Afrika machen. Wir versuchen regional zu kochen. Beispielsweise kochen wir in Kapstadt Hummer, Garnelen oder etwas in der Art. Wenn wir dann nördlicher sind, werden andere afrikanische Einflüsse unsere Gerichte bestimmen. Obwohl die Arbeit in der heißen Küche extrem anstrengend ist, liebt Aubrey seinen Job. Zu 110%. Ich reise immer, kann ständig neue Orte kennenlernen, neue Leute treffen. Und es wäre mir zu langweilig, immer am selben Ort mit denselben Menschen zu sein. So ist es immer wieder eine neue Herausforderung, neue Menschen an unterschiedlichen Orten zu treffen. Dafür sieht er seine Familie nicht allzu oft. Habe ich eine Familie? Ja, ich habe eine Familie. Meine Mutter, meine Schwester, meinen Sohn. Sie schauen nach meinem Haus, während ich reise. Und er weiß, als Koch ist er einer der wichtigsten Menschen an Bord. Ich bin schon ganz schön aufgeregt, was mich jetzt erwartet. Ja. Nur noch wenige Schritte vom Empfangsgebäude bis zum Bahnsteig und dann, beim Anblick des African Explorer, sind Stefan und Elke überwältigt. Oh, wow! Guck mal, der Aussichtswagen ist ja Schau super. mal. Da habe ich einen Platz reserviert da hinten. Wirklich? Im Fahrwagen ganz hinten? Hier Super. im Aussichtswagen. Guck doch mal, hier, das ist ja cool. Überleg mal, du fährst da mit 60 lang. Super. Ist ja geil. Wow, sowas habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist ja wohl turbogut. Guck mal, hier die alten Sitzmöbel und alles. Stefan freut sich, endlich an Bord gehen zu können. Naja, also freuen ist ein bisschen untertrieben. Also ich bin schon richtig aufgeregt. Das ist schon klasse. Ja. Echt super. Sorry. Auch Yvonne und Jeanette kommen aus dem Staunen kaum heraus. Sieht echt cool aus. Guck mal, Ivi, das ist hier die Bar. Ivi, hier werden wir bestimmt öfter sitzen. Wahrscheinlich. Und hinein in die gute Stube. Der gute Teppichboden, das ist ja geil. Hier richtig alles alt. Das ist wie bei uns auf dem alten Zug, ne? Da kannst du schon drauf stehen. Turbomäßig gut. Ach, klasse. Mensch, alles hier mit schönem Holz. Das ist doch so, was steht da? Da stehen die Namen. Mr. Stefan John und Elke Mrs. Winterstein. Elke Mrs. Winterstein. Ist das unser Zimmer hier? Oh, Tatsache, das sind unsere Sachen. Das klingt nach Begeisterung. Und das sind die 7 Quadratmeter. Ist ja Wow. super. Guck mal hier mit dem Überraschungsgeschenk. Ach toll. Geil. Hier alles schon da. Sehr schön. Das sind aber keine 2 Meter Betten, oder? Naja, gut. 1,80. Sehr schön. Mit dem begrenzten Raum können Sie sich anfreunden. Naja, Ich leg hinten. Weitwinkelobjektiv in einem schönen, buntigen Prospekt ist halt immer was anderes, aber das Bett ist da und hier ist Nasszelle, Dusche, alles mit Holz, also das ist schon Turbo. Ich hoffe, du hast dir die Zimmernummer gemerkt. Ja, ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Aber hier sind wir bei 63. Also. Das dauert dann wohl noch. Hallo. Die Freundinnen wagen schon mal einen neugierigen Blick in die Kabine. Sieht sehr klein aus. Ja. Also bei manchen ist der einzige Platz, den man vor dem Bett hat, schon mit Koffern vollgestellt. Yvonne wird skeptisch. Wir haben bestimmt das größte Zimmer abbekommen. Da bin ich mir sicher. Das wäre schön. Also das Abteil scheint es ja noch nicht zu sein, weil wir müssen irgendwo hin, wo es 33 ist. Und jetzt sind wir bei 63. Also noch ein Stückchen zu laufen. Es sollen ja auch irgendwie, wie viel? 16 Waggons sind es? Ja, und 10 Zimmerwaggons. Wo ist überhaupt der Schrank? Welcher Schrank? Der Kleiderschrank. Das alles ist dein begehbarer Kleiderschrank. Hier gibt es keinen Extraschrank. Okay. Wir leben aus dem Koffer, den schiebt man dann da unten drunter. Sehr schön. Mach mal das Bad.
Oh, hier, guck mal, hier. Ein wahnsinnig großes Waschbecken. Finde ich aber groß. Auch die Dusche. Und ein Föhn. Super. Klasse. Schau, die Dusche finde ich gut. Die Kosmetikerin und ihr Ex-Partner fühlen sich auf Anhieb wohl. Sehr schön. Denkst dran, 90 Sekunden, ne? Ja, ich weiß. Super. Duschen in 90 Sekunden? Na, schauen wir mal. Ansonsten alles bestens hier. Klasse, ja. Nee, also total zufrieden. Das ist, hätte ich nicht gedacht, dass es so ordentlich ist und so viel, ja, doch Luxus hat. Jetzt. Passt. Überall Teppichboden, also was willst du mehr? Hier Kloschüsseln, guck mal, mit Holz. Ja, das ist schon. Sehr schön. Und plötzlich... Ui, Ja, wir sind bei der Eisenbahn hier. das ist der Kleiderschrank. Meiner. Meiner. Für ein paar Blöschen reicht es. Hui. Hui, der lang ersehnte Moment ist da. Abfahrt des African Explorer in sein großes Abenteuer. Ja. Das ist ja super. Nicht kaputt machen. Wir fahren los. Ja, die Traumreise auf Schienen hat begonnen. Gut, dann gucken wir erstmal nach unseren Koffern, wo die sind. Wir wollen aber erstmal auspacken Genau. und dann schauen wir mal. Ja, perfekt. Super. 3600 Kilometer durch die schönsten Gegenden Südafrikas und Namibias liegen vor den Gästen. Mit vielen wunderbaren Begegnungen. Hi. Und schon alles ein. Passt für dich? Lange? Ein bisschen eng. Ich kann meine Füße zum Fenster raushängen. Ja. Genau. Ich habe ja auch Käsefüße. Sehr Gut. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Wir gucken mal, wie der Zug aussieht. Tschüss. Die ersten Bekanntschaften sind geschlossen. Ein guter Anfang für alle. Es ist großartig. Großartig, muss man echt sagen. Nee, es ist kleinartig, aber sehr schön. Aber sehr schön. Die Mädels. Guten Tag. Hallo Mädels, ihr habt ein schönes Zimmer auch. Toll. Ja, habt ihr schon ausgepackt? Also, unseres ist mindestens doppelt so groß als eures. Also wir haben eine Suite bekommen. Bitte. Oh nein! 14 Quadratmeter. Guck mal, das glaubt sie sogar. Nein, wir haben das gleiche Zimmer. Alles gut. Alles gut. Aber ihr seid die Ordentlichen. Ja, wir fangen gerade an. Ach so. Okay, gut. Doch, Nee, wir haben schon alles, hab ich schon ausgepackt. wir haben alles verstaut. Wir treffen uns, wir machen uns kurz frisch, dann treffen wir uns in 10 Minuten hinten. Hinten, genau. Hinten und draußen treffen wir uns. Gut. 10 Minuten? Gut, okay. Super. Gut, bis gleich. Später, Jungs. Ist es nun Platzmangel oder das Überangebot an Klamotten und Schuhen der beiden Marketingmanagerinnen? So wenig Platz wie hier ist, so wenig kann man gar nicht mitnehmen. Also das müssen wir jetzt irgendwie managen. Genau, aber das werden wir schon hinkriegen. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber wir können tatsächlich überlegen, ob wir die Taschen unter dem Bett vielleicht oben drauf tun. Die nehmen ja nicht den ganzen Platz ein. Eng ist gemütlich, finden zumindest Thomas und Peter. Im Vergleich zu deutschen ICEs ist es doch eine andere Nummer, hier lang zu gehen. Also, wir haben noch die Möglichkeit, hier Sachen ranzuhängen. Ich werde einfach meine Oberteile und so, jeder kriegt einen Haken. Ja. Dann hängen wir die Teile einfach, die jetzt nicht knittern, einfach da an. Ja. Schuhe kann ich ja da oben hinmachen oder wir. Ja. Schau, hier haben wir auch noch Platz. Es hat halt ein bisschen Abenteuer-Feeling, ne? Wir müssen also rechtzeitig aufstehen, wenn wir irgendwo sein wollen, wenn wir uns hier managen wollen. Stimmt, und alles schön nacheinander. Genau. Gleichzeitig können wir uns hier nicht umziehen. Nee. Dann werden wir uns mal frisch machen. Bis später. Wir sind gespannt, wie sich alle hier einleben werden. 2 Wochen mit dem African Explorer und 68 Reisende mittendrin im Abenteuer auf Schienen. Und so geht's weiter. Yvonne und Jeanette sehen beeindruckende Löwen. Die kürzeste Stadtrundfahrt der Welt und Geburtstagsfeier für Elke. Das und viel mehr beim nächsten Mal in Verrückt nach Zug.